Warum kann es in unserer Welt schlau sein, Schulden zu machen, obwohl alle immer sagen, Schulden sind böse? Wie kann es sein, dass du 100.000 Euro Kredit aufnimmst und am Ende real weniger zurückzahlst, als du bekommen hast? Warum fühlt sich ein Kredit bei 4% Zinsen plötzlich wie ein Schnäppchen an, wenn die Inflation 6 bis 8% beträgt? Kann man mit geliehenem Geld schneller Vermögen aufbauen als mit eigenem Ersparten? Und warum ist das in einem Fiat-System fast ein versteckter Cheatcode, solange man es richtig anstellt? Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Boost Beyond, dein Zentrum für persönliche Finanzen und Selbstentwicklung, mit unterhaltsamem Roguelike-Gameplay im Hintergrund. Im heutigen Video sehen wir das Spiel Manifold Garden, ein Spiel, welches gar nicht als Roguelike gewertet werden kann. Ich wollte mal etwas Abwechslung einbringen und dieses Spiel bringt es garantiert. Hier wird mit Perspektive, der Gravitation und Farben gespielt, um Puzzles zu lösen. Etwas wie Portal, aber doch ganz anders. Aber schaut selbst. Nur schon mal als kleine Warnung, es kann manchmal auch zu Motion Sickness führen, also Vorsicht dabei. Wie im Spiel möchte ich dir durch meine Erfahrung auf deiner finanziellen Reise und beim persönlichen Wachstum helfen, während wir gemeinsam leveln. Wenn du neu hier bist, drück gern den Abonnieren-Button und wenn es dir gefällt, auch den Like-Button, damit dieses Video mehr Leuten empfohlen werden kann. Das heutige Thema ist zwar etwas kontrovers, macht aber in bestimmten Fällen durchaus Sinn. Kredite aufnehmen ist in einem entwertenden System oft schlau. So nutzt du Inflation zu deinem Vorteil. Jedoch am Anfang ein wichtiger Disclaimer. Heute ganz besonders. Das hier soll keine Finanzberatung sein. Alles, was ich erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine Interpretation. Kredite sind mit Risiken verbunden. Im schlimmsten Fall verlierst du dein Zuhause oder landest in der Schuldenfalle. Sprich bitte immer mit einem unabhängigen Finanz- oder Steuerberater, bevor du größere Kredite aufnimmst. Okay, jetzt wird's spannend. Also, die grundlegende Frage für heute ist, stimmt es wirklich, dass man in unserem jetzigen Geldsystem Kredite aufnehmen sollte, weil die Schulden ja quasi von alleine kleiner werden? Ja, das ist tatsächlich eine der mächtigsten, aber auch riskantesten Strategien, die ich in den letzten Jahren gelernt habe. Ich erzähle dir genau, wie ich das verstanden habe und wie ich es selbst anwende. Zunächst der Kern. In einem entwertenden Geldsystem, also Fiat mit permanenter Inflation, verliert Geld mit der Zeit an Kaufkraft. Wenn du heute 100.000 Euro leihst und in den nächsten 10 bis 20 Jahren durchschnittlich 3 bis 5% Inflation hast, dann sind diese 100.000 Euro in 15 Jahren real nur noch 60 bis 70% wert. Du zahlst zwar immer noch nominal 100.000 Euro zurück, plus Zinsen, das ist klar, aber mit deutlich entwerteten Euros. Im Vergleich zu den dann viel teureren Einkäufen ist deine Tilgung gleich geblieben und damit weniger wert. Das heißt, du tilgst real weniger, als du bekommen hast. Dazu ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe 2017 eine Immobilie finanziert. 1,5% Festzins, 15 Jahre Laufzeit. Damals dachte ich, 1,5%, das ist ja fast geschenkt. 2022/23 kam dann die Inflation mit 7 bis 10%. Plötzlich waren meine monatlichen Raten von 1.400 Euro gefühlt nur noch halb so schwer, weil mein Einkommen mit der Zeit stieg und die Preise für alles andere viel stärker stiegen als meine eigene Rate. Real habe ich also viel weniger zurückgezahlt, als ich ursprünglich bekommen habe. Und das war der Moment, in dem mir klar wurde, in so einem System belohnt der Kreditismus den Schuldner und bestraft die reinen Sparer. Der zweite größere Hebel, du bekommst dein Geld jetzt sofort. Du kannst es in Assets stecken, die schneller wachsen als die Zinskosten. Und das ist der eigentliche Turbo. Wenn du zu 3 bis 4% leihst und das Geld in etwas steckst, das real 7 bis 12% pro Jahr macht, dann verdienst du die Differenz und die Inflation macht den Rest. Einige klassische Beispiele, die funktionieren könnten. Immobilie, zum Beispiel mit 20% Eigenkapital, der Rest wird finanziert. Eine Miete deckt die Rate plus Tilgung plus Gewinn
und die Immobilie steigt sogar noch mit der Inflation. Ein weiteres Beispiel wäre ein Wertpapierkredit bei 4 bis 6% Zinsen, investiert in breit gestreute ETFs oder Tech-Aktien mit 8 bis 15% langfristigen Gewinn. Weitere Möglichkeit wäre ein Bildungskredit oder ein KfW-Studiumskredit, der sehr günstig sein kann, investiert in das eigene Humankapital, das später deutlich mehr einbringt. Und schließlich Bitcoin, von einigen als riskant angesehen, obwohl uns die Vergangenheit das Gegenteil gezeigt hat. Nach 4 Jahren war man bisher immer im Plus mit seiner Investition in Bitcoin. Und das viel stärker, als die Zinsen gekostet haben. Ganz wichtig dabei, das funktioniert jedoch nur, wenn 3 Bedingungen erfüllt sind. Du hast ein stabiles Einkommen, das mindestens mit der Inflation mitwächst oder auch besser. Du investierst in Assets, die historisch nachweislich über den Zinskosten liegen und gibst es nicht für Konsumgüter aus, die schon nach der Anschaffung weniger wert sind. Ein klassisches Beispiel wäre hier ein Neuwagen, der locker 10% weniger wert wird, nur indem man vom Hof des Autohändlers fährt. Und du hast einen Sicherheitspuffer, also zum Beispiel einen Notfallfonds oder auch keinerlei Überhebelung. Meine eigene Entwicklung war hier sehr hilfreich. Bis 2015 war ich total kreditfeindlich. Schulden sind böse, ich spare lieber. Dann habe ich verstanden, dass Sparen in einem Inflationssystem ein schleichender Verlust ist, während guter, günstiger Kredit ein Hebel sein kann. Heute nutze ich das bewusst, aber kontrolliert. Maximal zum Beispiel 30% Beleihung bei der Immobilie. Nie mehr als 30 bis 40% meines Nettovermögens in Schulden haben. Und immer mehrere Exit-Strategien im Kopf. Hier bietet sich vielleicht sogar ein Roguelike-Vergleich an. Stell dir vor, du startest einen Run mit fast nichts. Plötzlich findest du ein Item, das dir einen temporären Buff gibt, der jedoch später teuer wieder vernichtet werden muss. Du kannst damit sofort stärkere Gegner angehen, die besseren Loot droppen könnten. Wenn du clever spielst, zahlst du den teuren Buff später mit dem Loot zurück und hast am Ende viel mehr Power. Aber wenn du zu gierig wirst und überhebelst, Game Over. Genauso ist es auch im echten Leben. Nun noch ein paar kurze praktische Tipps, die mir geholfen haben. Rechne immer real. Zinskosten minus erwarteter Inflation sind die effektiven Kosten. Nutze nur langfristig günstige Kredite, zum Beispiel einen Festzins von 10 bis 30 Jahren. Investiere nie in spekulative Dinge mit geliehenem Geld, nur in bewährte Cashflow- oder Wachstumsasset. Hier zähle ich tatsächlich Bitcoin mit rein, da es bezogen auf seine Vergangenheit ein Wachstumsasset ist, welches alle anderen Konkurrenten übertroffen hat. Halte immer 3 bis 12 Monate Lebenshaltungskosten liquide. Gerade bei Kreditbedienung ist ein eher höherer Wert anzustreben, um auch in Krisenzeiten gewappnet zu sein. Und tracke deine Netto-Vermögensentwicklung real, also inflationsbereinigt, nicht nur deinen Kontostand. Kurz gesagt, in einem entwertenden Geldsystem ist ein guter, günstiger Kredit kein Feind, er ist ein Werkzeug. Wer das versteht, kann schneller Vermögen aufbauen als ein reiner Sparer. Aber wer es falsch nutzt, verliert alles und kommt in große Probleme. Was denkst du dazu? Hast du schon mal bewusst einen Kredit für ein Investment genommen oder bist du lieber im Team sparen? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Wir haben nun schon viele verschiedene Spiele im Hintergrund gesehen. Welches gefiel euch am besten? Soll ich immer mal wieder wechseln? Oder mal eine Reihe vom gleichen Spiel machen? Sollte ich auch ein ganz anderes Genre wie heute einschieben, um die Variation aufrechtzuerhalten? Schreibt mir das gern auch in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.